Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute soll es in Excel um Zahlenformatierungen und ihre, ich sag mal, Merkwürdigkeiten gehen, und wir wollen uns anschauen, wie ihr diese Merkwürdigkeiten gut umschiffen könnt, beziehungsweise was sie für einen Sinn haben und wie ihr sie gut nutzen könnt. Wenn wir so ein Tabellenblatt vor uns haben, dann ist es so, dass zunächst mal jede Zelle in einem sogenannten Standardformat formatiert ist. Wenn ich in verschiedene Zellen klicke, dann könnt ihr das sehen. Wir sehen immer, dass es sich hier um dieses Standardformat handelt. Wenn ich jetzt etwas eingebe, zum Beispiel einen Text, und die Eingabe abschließe, dann sehe ich, die Zelle bleibt im Standardformat. Wenn ich eine normale Zahl eingebe, wie zum Beispiel eine 1, und die Eingabe abschließe, dann bleibt das auch im Standardformat. Wenn ich jetzt allerdings eine spezielle Zahl eingebe, zum Beispiel schreibe ich mal 1,00 und dann Euro, dann hat sich nach dem Abschließen der Zelle das Zahlenformat geändert. Ich habe nämlich jetzt ein Währungsformat und kein Standardformat mehr. Und diesen Effekt haben wir bei verschiedenen Arten der Eingabe. Wenn ich zum Beispiel eingebe 2 Stunden, das mache ich mit 2 Doppelpunkt 00 und schließe die Eingabe ab, dann seht ihr, ich habe jetzt ein benutzerdefiniertes Format. Dieses benutzerdefinierte Format kann ich mir über die weiteren Zahlenformate anschauen. Und dann seht ihr hier, es ist ein Zahlenformat, das hat was mit Stunden und Minuten zu tun. Solange das Zahlenformat auf Standard steht, wird meine Eingabe interpretiert und dann ein passendes Zahlenformat zugewiesen. Wenn das Zahlenformat aber mal geändert ist, wie hier zum Beispiel auf Währung, und ich gebe jetzt eine Zahl ein und ich will, sagen wir mal, eine 15 dort stehen haben, aber ohne die Euro, dann ist es so, dass jetzt nicht mehr interpretiert wird, sondern er nimmt die Formatierung, die diese Zelle hat, und die ist eben Währung, und deshalb bleibt das Euro-Symbol dabei. Und wenn ich das jetzt ändern möchte, dann muss ich aktiv über die Zahlenformatierung aus der Währung entweder wieder ein Standardformat machen oder ein Zahlenformat, und erst dann, seht ihr, verschwindet entsprechend das Euro-Symbol. Also wichtig ist, euch zu merken, bei der Eingabe einer Zahl interpretiert Excel diese Zahl und weist automatisch ein Zahlenformat zu, wenn es sich um irgendein besonderes Zahlenformat handelt. Und jetzt könnte es zum Beispiel sein, ihr wollt schreiben 1,5 und ihr schreibt aus Versehen 1 Doppelpunkt 5 und schließt die Eingabe ab. Und Excel interpretiert das jetzt als 1 Stunde und 5 Minuten. Ihr seht, auch hier ist wieder dieses benutzerdefinierte Zahlenformat zugewiesen. Und wenn ihr jetzt in die Zelle nachträglich 1,5 schreibt, dann bleibt es bei dieser Zahlenformatierung. Und ihr könnt da so oft ihr wollt 1,5 reinschreiben, es wird immer 12 rauskommen. Und das wird sich erst ändern, wenn ihr das Zahlenformat entsprechend wieder auf zum Beispiel Standard oder Zahl ändert. Das heißt, wenn ihr euch vertippt, nehmen wir mal an, ihr wollt 1.1 Punkt tippen und ihr vergesst den Einser, dann wird auch hier interpretiert. In diesem Fall wäre es ein Datumsformat. Wenn ihr jetzt später 1.1 Punkt eingibt und die Eingabe abschließt, dann sieht es erstmal gut aus, weil das jetzt ein Text ist und keine Zahl mehr. Aber das benutzerdefinierte Zahlenformat ist immer noch hinterlegt. Und wenn ihr jetzt später hier eine Zahl eingebt, ich schreibe mal eine 15 und ihr drückt die Enter-Taste, dann steht da plötzlich 15. Januar, weil hier eben noch die entsprechende benutzerdefinierte Zahlenformatierung drin steckt. Insofern, wenn es schief geht, ich mache gerade mal rückgängig, also wenn bei der Eingabe von 1.1 Punkt ihr euch vertippt, und es kommt so ein komisches Ergebnis raus, würde ich euch empfehlen, macht den letzten Schritt direkt rückgängig und tippt nochmal richtig ein und schließt die Eingabe ab, sodass es hier beim Standardformat oder eben dem Format, das ihr braucht, bleibt und da nicht irgendwie sozusagen in den Tiefen der Zellen noch etwas schlummert, was dann später einen komischen Effekt ergibt. Ich habe hier mal ein paar Zahlen dargestellt, die im Prinzip alle die Zahl 1 sind. Wenn man sich jetzt mal
die ersten Zellen anschaut, 1, 1,00, 1 Euro, 1 Euro, 1%, dann ist es relativ gut nachvollziehbar, dass das eine 1 ist. Hier bei dem D'00001 vielleicht auch noch. Das ist übrigens ein Postleitzahlenformat oder bei dem 1 Kilometer. Aber inwiefern ist denn der 1.1.1900 eine 1 oder 24 Stunden eine 1 oder Sonntag eine 1? Und ich zeige euch das mal, wenn ich eine dieser Zellen markiere und dann mal auf die Zahlenformate gehe und jetzt einfach mal auf Standard wechsle, dann seht ihr, da steht tatsächlich eine 1. Das heißt, Excel interpretiert die Zahl 1 im Datumsformat als den 1.1.1900. Ich werde euch gleich noch zeigen, was das für Vorteile hat. Und wenn wir eine Uhrzeit haben, 24 Stunden, dann seht ihr, auch das ist eine 1. Denn es geht jetzt um 24 Stunden und es wird wieder vom 1.1.1900 gerechnet. Und damit sind die ersten 24 Stunden zusammen eine 1. 48 Stunden. 48 Stunden wären dann entsprechend eine 2. Und der Sonntag ist auch eine 1. Denn auch hier haben wir den 1.1.1900 und der ist eine 1 und er war eben ein Sonntag. Was bringt uns das jetzt mit den Uhrzeiten und dem Datum, dass das so gerechnet wird? Ich nehme mal als Beispiel, ich habe ein Datum, den 9. März 2021 und ich möchte 13 Tage dazu rechnen. Dann kann ich ja das Datum plus 13 Tage rechnen und habe dann den 22.03.2021. Das heißt, die Tatsache, dass Excel ein Datum als eine Differenz oder eine Summe aus dem 1.1.1900 plus die entsprechenden Tage rechnet, gibt mir die Möglichkeit, auch hier Datumsangaben voneinander abzuziehen oder aufzusummieren und damit Tage in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu bekommen. Und was ich hier noch gemacht habe, ist, dass ich einfach mal diese Zelle G2, in der jetzt der 22.03.2021 steht, formatiert habe mit einem benutzerdefinierten Format. Das besteht aus 4T. T steht für Tage und damit seht ihr, erscheint hier Montag. Wenn ich nur ein T oder 2T nehme, dann ist es einfach die Zahl, das ist der 22. Ab dem 3. habe ich dann Mo und ab dem 4. habe ich dann den Montag. Und so kann ich zum Beispiel sagen, okay, welches Datum haben wir? Sagen wir mal, den heutigen Tag möchte ich eingeben, dann nehme ich eine Tastenkombination, Steuerung und Punkt ist die Tastenkombination für das heutige Datum und da möchte ich vielleicht 15 Tage draufrechnen und schließe die Eingabe ab. Und dann sehe ich, das ist der 26.03. und das ist ein Freitag. Und so kann ich relativ einfach mit Tagen, Datumsangaben und auch Uhrzeiten rechnen. Ich habe noch einen kleinen letzten Tipp. Und zwar, wenn ich eine Dauer als Uhrzeit eingegeben habe, 3 Stunden 30 Minuten, und ich möchte die in eine serielle Zahl umrechnen oder sie als serielle Zahl anzeigen, dann ist das sehr einfach. Man braucht dann nicht mit irgendwelchen großen Funktionen rumrechnen, sondern man multipliziert einfach diese Uhrzeit mit der Zahl 24. Denn ein Tag hat 24 Stunden und Excel rechnet also 3 Stunden 30 als den entsprechenden Teil von 24 Stunden. Und wenn ich damit diese Uhrzeit mit 24 Stunden multipliziere, komme ich auf die serielle Zahl. Das kann man auch gut ausprobieren. Nehmen wir mal an, ich würde eine 12 eingeben für 12 Stunden, dann habe ich 12 Stunden. Wenn ich 3 Stunden 15 Minuten angebe, dann müssten 3 Stunden 25, also ein Viertel einer Stunde rauskommen und auch das passiert hier. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit diesen Tipps etwas anfangen. Für alle, die mit Datum und Uhrzeit rechnen, ist es besonders wichtig, aber vor allem auch, wenn mal komische Effekte bei der Eingabe von Zahlen erscheinen, denkt an das Format. Die Formatierung könnt ihr hier aufrufen über die weiteren Zahlenformate oder auch direkt hier über das
Symbol für die Zahlenformate und dann hier einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und wenn was schief geht, ihr wisst ja, mit dem Rückgängig-Symbol kommt ihr wieder entsprechend zum letzten Schritt zurück. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Wenn ihr weitere vertiefende Fragen habt, vielleicht auch zu benutzerdefinierten Zahlenformaten oder Ähnlichem, schreibt die gerne in die Kommentare oder auch eure Anregungen und Anmerkungen. Ich freue mich, von euch zu hören. Das war's für heute, euer Arno. Ciao.